Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Sevi, und ich möchte euch heute zeigen, wie man feste Maschen in Runden häkelt, und zwar einmal in Spiralrunden durch beide Maschenglieder oder nur durchs hintere Maschenglied oder auch in abgeschlossenen Runden. Also ihr habt sozusagen 3 Möglichkeiten, feste Maschen in Runden zu häkeln. Das ist auch wirklich gar nicht schwer. Und wenn ihr das jetzt lernen wollt und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, um häkeln zu können, brauchen wir natürlich Wolle und Häkelnadel. Ich habe hier zum Üben ein einfaches Baumwollgarn und heute die einfache Häkelnadel mit Griff von Adi. Und zwar in Nadelstärke 4, weil Nadelstärke 4 passt zum Garn. So. Und zum Häkeln in der Runde fangen wir in der Regel auch mit einer Luftmaschenkette an. Ich mache mir meine Anfangsschlaufe meistens so, dass ich mir die um den Daumen lege und dann hier von unten nach oben durch, den Faden hole, drüber, zuziehe, Anfangsschlaufe ist da. So, und jetzt müssen wir für unsere Runde erstmal Maschen anschlagen. Und zwar meistens so viele, wie in eurer Anleitung steht, und dafür macht ihr Luftmaschen. Da es oft relativ schwierig ist, Luftmaschen in der Runde zu schließen, weil die sich gerne verdrehen, zeige ich euch einen kleinen Trick, wie ihr die Runde einfach schließen könnt. Das heißt, ihr häkelt nur ein paar Luftmaschen und dann seht ihr ja, dass die hier schön gerade liegen. Und dann kann ich hier mit der Häkelnadel in die erste Luftmasche einstechen. Da. So. Jetzt gehe ich wieder hier hoch in meine ganz normale Luftmasche und jetzt hätte ich die Reihe ordentlich geschlossen. Aber ich habe ja noch nicht genügend Maschen auf der Nadel. Das heißt, ich häkel jetzt hier vorne meine Luftmaschenkette weiter. So. Und zwar so lang, wie sie sein muss und so lang, wie ich sie haben möchte. So, das reicht mir jetzt mal für mein Übungsstück. Und dann zum Schließen der Runde mache ich eine Luftmasche und ziehe die hier durch diese beiden Maschen durch. Und damit habe ich 1a die Runde geschlossen. Da, ihr seht's, und da ist halt auch nichts verdreht. So, das ist schon mal der erste kleine Trick. Und wenn wir jetzt anfangen zu häkeln in der Runde, könnt ihr in die Luftmaschenkette immer auf mehrere Arten einstechen. Ihr könnt hier einstechen. Vorher müsst ihr noch eine Steigeluftmasche machen. So. Dann stecht ihr hier ein in das Zöpfchen vorne. Holt euch den Faden und zieht den durch beide Maschenglieder durch. Ihr könnt aber auch das Ganze so kippen, dass ihr hier hinten in diese Kette einstecht, da, und den Faden holt, dann habt ihr hier unten das Zöpfchen als Zöpfchen liegen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, das steht auch in der Regel in eurer Anleitung drin. Wir stechen jetzt hier heute ins Zöpfchen durch, und zwar so, dass wir 2 Bögen auf der Nadel haben. So. Und dann feste Maschen habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Das heißt, ihr holt immer den Faden einmal und holt den Faden dann nochmal durch beide Maschen durch. Also hier rein, Faden holen, nochmal Faden holen und durch beide Maschen durch. So, und wenn ihr den Faden holt und eure Nadel so ein bisschen nach unten dreht, kommt ihr hier leichter durch. Ihr seht, ich drehe also immer meine Häkelnadel, um durchzukommen. So. Das Ganze geht selbstverständlich auch in der Stifthaltung. Das heißt, das ist eine feste Masche. Das heißt, ich steche hier ein, hole mir den Faden und hole den hier durch. Also auch in der Haltung kann ich meine festen Maschen häkeln. Und ihr seht, ich drehe auch hier immer die Häkelnadel leicht an, um gut durch die Maschen zu kommen.
So, jetzt bin ich gleich wieder am Anfang der Runde. Ihr müsst gucken, dass ihr hier immer das Zöpfchen gleich erwischt. So, und immer gleich einstecht, damit sich während des Häkelns nicht das Ganze um sich selber dreht. So. Das ist alles gut. Da, das drehen wir schön nach oben. Und hier sind wir am Ende der Reihe angekommen. Beziehungsweise am Ende der Runde, weil wir häkeln ja in Runden. So, und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten zum Häkeln. Entweder in abgeschlossenen Runden oder in Spiralrunden. Das Häkeln in Spiralrunden ist zumeist einfacher und wird auch in den meisten Fällen beim Häkeln von festen Maschen gemacht. Das heißt, ihr habt hier euer Rundenende, ihr seht, und jetzt häkel ich hier, ohne irgendwas anderes zu machen, häkel ich hier in die erste Masche meine nächste feste Masche rein. So, und ich häkel die jetzt mal durch beide Maschenglieder. Die andere Maschenoptik zeige ich euch später noch. So, also hier durch beide Maschenglieder durch. Und dann geht das immer fröhlich in Runden weiter. So. Auch in der anderen Haltung geht das natürlich ganz normal, eure festen Maschen hier zu häkeln. Also immer durch, Faden holen, 2 Schlaufen auf der Nadel und den Faden wieder durch die 2 Schlaufen durch. So, also ihr seht, ihr habt jetzt hier keinen runden Übergang mehr, weil das hier eine Fläche ist. Um den runden Anfang zu finden, braucht ihr einen Maschenmarkierer, den man öffnen kann. Also hier, der zu öffnen ist, und dort hängt ihr euch in den runden Anfang, damit ihr den irgendwann wiederfindet. So. Einen Maschenmarkierer ein. Den macht ihr zu. Und jetzt könnt ihr einfach hier, ohne zu denken, bei den Spiralrunden einfach fröhlich in Runden häkeln und immer so weitermachen. So. Und dann müsst ihr gucken, wenn ihr in der Masche hier schon drin wart. Ihr seht, hier wart ihr drin in dem Zöpfchen, dann kommt hier die nächste Masche. Und ihr müsst wirklich immer darauf achten, dass ihr immer in die nächste Masche geht. Das heißt, hier wart ihr drin, die nächste Masche ist die hier. Dann hier. Und ihr seht, das zieht sich immer so ein bisschen nach rechts. Da ist die nächste Masche. So. Und wir sind gerade über den runden Anfang drüber. Und ihr seht, dort sind keine... So. Dort ist jetzt kein runden Übergang mehr zu sehen. Unser Maschenmarkierer zeigt uns an, wo es ist. Und jetzt könnt ihr einfach wirklich fröhlich im Runden immer vor euch hin häkeln. Am besten zählt ihr die ersten Runden mit, damit ihr euch dort nicht mit den Maschen verzählt oder eine Masche überspringt oder so. Ihr müsst wirklich immer darauf achten, dass ihr in die nächste Masche hineingeht. So, und wenn wir das ein bisschen weiter gemacht haben, dann sieht das so aus vom Maschenbild her. Und dann seht ihr, wenn wir hier weiter häkeln, ich mache mal die Runde schnell zu Ende. So, da ist meine Runde zu Ende und ihr seht, hier ist unser Maschenmarkierer. Und dadurch, dass wir in Spiralrunden gehäkelt haben, gehen hier auch unsere festen Maschen hier so leicht schräg, ne? So ganz, ganz leicht schräg nach oben. Und ihr braucht das nur verfolgen. Hier ist unsere letzte Masche, die haben wir gemacht. Und wenn ich dort jetzt aufhören würde, so,
dann hätte ich ja hier einen Abstand. Den wollen wir nicht. Deswegen machen wir jetzt hier in die nächste Masche eine Kettmasche. Das heißt, ich steche hier ein, hole mir den Faden und hole mir den gleich hier durch beide durch. Und damit ist hier auch, na komm raus, der Hubbel da, ihr seht's, behoben. Und wir haben jetzt wieder hier eine Höhe und können damit unser Häkelstück beenden. Also einfach nur noch Faden abschneiden, durchziehen und vernähen. Und das wäre damit fertig. So, wenn ich in Spiralrunden in beide Maschenglieder einstechen kann, dann kann ich natürlich auch nur in ein Maschenglied einstechen. Das habe ich euch hier mal vorbereitet. Da. Und ihr seht, ich habe hier nur ins hintere Maschenglied eingestochen. Das heißt, also nicht durch beide Maschenglieder durch, sondern hier nur durchs hintere. Also nur hier hinten durch. Immer nur da hinten rein. Und dadurch liegt dann hier vorne das vordere Maschenglied wie eine kleine Kette davor und macht einfach ein anderes Maschenbild. Ins vordere Maschenglied einzustechen würde gar keinen Sinn machen, weil wenn ich hier nur einsteche, habe ich die gleiche Optik wie hier, weil das hintere Maschenglied nach innen klappt und das sehe ich dann sowieso nicht. Also das heißt, in dieser Art wird halt wirklich nur, wenn ihr das so macht und wenn ihr da eine strukturigere Variante machen wollt, dann stecht ihr immer nur hinten ein. Na, jetzt habe ich meinen Faden falsch. So. Also dann wirklich immer nur hier hinten einstechen. Und dann häkelt ihr ebenso in Spiralrunden und beendet das ebenso wie das Häkeln durch beide Maschenglieder. Und dann habt ihr aber hier, ihr seht, ein anderes Maschenbild. So, wenn ich in Spiralrunden häkeln kann, kann ich natürlich auch in abgeschlossenen Runden häkeln. Und das habe ich euch auch mal vorbereitet. Dafür habe ich hier meinen Anschlag gemacht. Da. Und ich habe schon eine Runde gehäkelt. Und bin jetzt hier genau am Rundenübergang. So. Und hier, das hier, was hier so senkrecht hochgeht, dieser senkrechte Steg, das war unsere Steigeluftmasche. Und das heißt, das hier ist unsere erste Masche. Und da müssen wir rein, holen uns den Faden und ziehen den hier durch beide Maschen durch. Und jetzt ist die Runde, ihr seht, komplett geschlossen. Das heißt, ich muss hier wieder eine Steigeluftmasche machen, um nach oben zu kommen. Und jetzt kann ich in die nächste Masche meine feste Masche reinmachen. So, und jetzt kann ich mit festen Maschen in der Runde rumhäkeln. So, jetzt bin ich mit meiner Runde fast rum. Hier habe ich noch eine Masche. Und hier seht ihr die Steigeluftmasche, die wir da gemacht haben. Da ist sie. Die stellt sich hier so ein bisschen nach oben, ihr seht's. Ne, wenn wir das jetzt übertrieben machen, seht ihr, stellt die sich so nach oben. Das heißt, hier, neben der Masche, die sich nach oben stellt, ist meine letzte Masche. Das war die, die sich nach oben gestellt hat. Und hier gehen wir rein, machen unsere Kettmasche. Dafür ziehen wir einfach durch beide durch und haben wieder unsere Runde geschlossen. Und jetzt geht das wieder von vorne los. Wenn ihr wollt, könnt ihr die ruhig ein bisschen lockerer machen. So, dann findet ihr die auch leichter wieder. So, und dann einmal in der Runde rumhäkeln. Damit eure Maschenzahl passt, zählt ihr am besten in den ersten Runden mit. Dann wisst ihr,
wie viele Maschen das sein müssen. Und dann findet ihr auch das Ende von eurer Runde sehr, sehr einfach. Und dann lernt ihr dabei vor allen Dingen auch, welche Masche sozusagen die letzte ist und welche Masche die Masche ist mit der Steigeluftmasche. So, jetzt sind wir hier gleich wieder einmal rum. So, da seht ihr es. Hier ist wieder, ihr seht die Masche, die sich so senkrecht stellt. Das heißt, das hier ist meine letzte Masche. Und da oben gehe ich rein, da an diesem kleinen Übergang. Da gehe ich rein, hole mir den Faden und ziehe mir den durch. Und so sieht hinten der Übergang bei den abgeschlossenen Runden aus. Vom Maschenbild her unterscheidet sich das zu den normalen Spiralrunden im Grunde genommen nicht. So, das sind feste Maschen in Runden. Entweder in Spiralrunden oder in abgeschlossenen Runden. Ich hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter eurer Freundin oder eurer Arbeitskollegin, die häkeln lernen will. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.